Ich bin sowieso froh, wenn die Frauen keine Stöckelschuhe tragen, dann muss ich nicht dauernd so hochschauen. Ja, und wenn wir doch schon gerade bei Füßen, Gelenken, Bewegung sind, auch ohne High Heels tut's da vielen von uns weh. Rücken, Schultern, Beine. Da hört man im Moment ja gerade ganz viel von der sogenannten Faszientherapie. Aber was sind Faszien eigentlich genau und warum sind sie so wichtig für unser Wohlbefinden? Die Antworten darauf kann uns ein Fachmann wie der Stuttgarter Physiotherapeut Christopher Gordon geben. Gut zu wissen. Ist das ein lokaler Schmerz oder eine Ausschlag? Vor einem halben Jahr kam Stefanie Göß zu Christopher Gordon in die Praxis. Sie hatte Schmerzen an den Füßen, im Rücken und im Nacken. Dazu kamen auch noch Taubheitsgefühle, die so die Beine hochzogen. Also es war eine echte Katastrophe. Für die Tänzerin bedeutete dies damals das berufliche Aus. Ja, momentan ist eigentlich... Für den Physiotherapeuten Christopher Gordon kein Einzelfall. Zusammen mit den Universitäten Tübingen und Ulm erarbeitet er Studien über den Zusammenhang von Stress und Schmerz. Stress stand auch bei Stefanie Göß am Anfang. Ja. Die hat so viel Stress erzeugt, dass der Nervensystem hat darunter tatsächlich gelitten. Und der Körper war ein ganzen Bündel von verknoteten Faszien. Was sind Faszien? Faszien umhüllen Muskeln, Nerven, Knochen, Venen und Organen. Wie ein weißliches Netz umgeben Faszien alle Muskelstränge im gesamten Körper. Sie enthalten auch Lymphflüssigkeit. Sind die Faszien gesund, sind sie elastisch, gut durchfeuchtet und gleiten mühelos aneinander. Wie verursachen Faszien Schmerzen? Also Frau Göß, sobald... Christopher Gordon misst die Schmerzempfindlichkeit von Stefanie Göß. Dabei gibt er Druck auf die Faszien, die die Wadenmuskeln umhüllen. Viele Schmerzen am Bewegungsapparat haben nichts mit altersbedingter Abnutzung zu tun, sondern Faszien verfilzen und verhärten durch Stress, falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. In den Faszien gibt es feine Nervenenden, die wie kleine Äste in das Gewebe ragen und Schmerz verursachen. Den spürt der Patient dann vor allem an den sogenannten Triggerpunkten. Das ist sozusagen einer der Haupttrigger. Diese Triggerpunkte sind knotenartig, sie sind reiskornartig in der Größe hier. Und sie haben oft so ein festes Band, man kann das richtig spüren. Und wenn man drauf drückt, dann ist es wie ein Aha-Erlebnis, wo der Patient sagt, ja, das kenne ich. Wie werden Faszien behandelt? Ist das der bekannte Schmerz hier direkt, gell? Genau da. Bei der myofaszialen Triggerpunkttherapie wird mit einer speziellen Technik tiefer Druck ausgeübt und dadurch verfilzte Faszien gelöst. Deren Wirksamkeit hat Gordon in einer Studie selbst nachgewiesen. Diese Grafik zeigt, wie Patienten zu uns vorher kamen mit einem Schmerzlevel 6 von 0 bis 10. Nach der Behandlung von 4 mal 10 Minuten nur, einen Schmerz von 2,3. Und nach einem Jahr haben wir gesehen, dass es sogar noch verbessert. Eine Möglichkeit der Selbsttherapie ist die bekannte Black Roll. Mit dem eigenen Körpergewicht übt man Druck auf das Gewebe aus. In verschiedenen Größen und Formen kann die Black Roll auch gezielt an Schmerzpunkten angesetzt werden. Ein neues Hilfsmittel, der von Christopher Gordon selbst entwickelte Therapiestab. Der sogenannte Fascia Releaser vibriert und die Kante schabt über das Gewebe, löst so verklebte Faszien. Mit einem Noppenaufsatz erreicht er auch tiefliegende Rückenfaszien. Auch dafür konnte Gordon die Wirksamkeit wissenschaftlich in einer Studie nachweisen. Mit dem Fascia Releaser therapiert sich Stefanie Göß nun auch regelmäßig selbst. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich keine Schmerzen mehr. Die Taubheitsgefühle sind weggegangen und nach 15 Behandlungen war es so, dass ich mehr Kraft denn je hatte. Ich habe mehr Energie denn je, bin fitter und das ist für mich also phänomenal.